Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Habt ihr noch einmal Lust, mit mir Weihnachtskarten zu malen? Ich habe noch 2 schöne Motive vom letzten Maltreffen zusammen mit Bela übrig. Ihr erinnert euch, ich hatte mehr vorbereitet, als ich letztendlich umsetzen konnte, und deshalb male ich heute noch einmal 2 schöne kleine Weihnachtsmotive. Zwei kleine Weihnachtskarten im schönen weißen Büttenpassepartout möchte ich heute malen. Und hier seht ihr schon das erste Motiv. Als Referenzfoto dient mir dieses schlichte Fenster mit den leuchtenden Kerzen davor. Die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt werden, wie immer, von mir per Mail mit Skizze und Referenzfoto versorgt. Zunächst maskiere ich den Stern und auch ein paar helle Lichtreflexe in den Kerzen. Ein wenig Schnee soll später auf der Fensterbank liegen und auch hier maskiere ich einige kleine weiße Formen. Die Maskierflüssigkeit muss gut trocknen, bevor ihr weitermacht. Ich föhne das Blatt gründlich und prüfe dann mit der Fingerspitze, ob die Maskierflüssigkeit wirklich trocken ist. Nun beginne ich mit dem ersten Farbauftrag. Hier setze ich ein ziemlich kräftiges Cadmiumgelb um den Stern herum und gebe gleich etwas Lasur-Orange in die Mischung. Ich möchte hier später ein sehr warmes und leuchtendes Licht bekommen. Mit Xylinblau kühle ich die Farbfläche ab und setze später noch Alizarin Karmesin hinzu. Im Bereich der unteren Kerzen kommt wieder mehr Gelb und Orange in die Mischung. In diesem Stadium sollten die Farben mit viel Wasser gut ineinander laufen können. Mein Malbrett steht wieder etwas schräg geneigt, sodass die Pigmente gut laufen können. Mit der Sprühflasche gebe ich einige Wassertropfen auf das Blatt, bis sich die Farben wirklich verbinden. Nun muss das Blatt einmal komplett durchtrocknen. Bevor ich im zweiten Farbauftrag die Dunkelheiten male, entferne ich zunächst das Rubbelkrepp. Mit einer kräftigen Mischung aus Sienna gebrannt, lichtem Ocker und Ultramarinblau male ich jetzt das dunkle Fenster und achte darauf, dass die Mischung gelegentlich variiert. Die Farbmischungen sind jetzt sehr kräftig und stärker pigmentiert, und trotzdem ist es wichtig, dass immer noch genügend Wasser in der Mischung ist. Die Pigmente sollen sich auf dem Papier immer noch gut verbinden können. Damit es hinter dem Fenster schön leuchtet, male ich die Hauswand und auch das Fenster selbst stellenweise mit einer kräftigen Mischung aus Sienna gebrannt und Neutraltinte und auch etwas Ultramarinblau. Für die Kerzen verwende ich möglichst reine und leuchtende Farben. Hier ist es Lasur-Orange, Cadmiumgelb und für die kleine Kerze Kobalt-Türkis Light.
Mit einigen Strichen Neutraltinte setze ich noch einmal ein paar dunkle Akzente in den Fensterrahmen. Nun löse ich mit dem Kunststoff-Flachpinsel einige Kanten des leuchtenden Sterns an. Dadurch wirkt das Licht noch etwas diffuser und strahlender. Auch ein paar helle Details kann ich mit dem Pinsel aus dem Fensterrahmen noch herauswaschen. Mit Titanweiß einige Akzente und Schneeflocken und das erste kleine Weihnachtsmotiv ist schon fertig. So sieht es nun in der fertigen Büttenkarte aus. Für das zweite Motiv habe ich mich für 2 Granatäpfel entschieden. Ich finde, das ist ein schönes weihnachtliches Motiv und die beiden Granatäpfel erinnern fast ein wenig an Weihnachtskugeln. Um das warme Rot später besonders gut leuchten zu lassen, gestalte ich den Hintergrund in einer kühleren, bläulichen Farbigkeit. In der Nähe der Granatäpfel kommt ein wenig Grün in die Mischung. Die Form der Äpfel spare ich hier zunächst aus und ich ziehe den Hintergrund nur bis etwa ins untere Drittel des Blattes. Einige Spritzer geben noch kleine Formen in die Hintergrundfläche. Nun muss das Blatt einmal trocknen, bevor es mit den Granatäpfeln weitergeht. Mit Cadmiumgelb und Lasurorange male ich zunächst die hellen Stellen um die Lichtreflexe. In die nasse Fläche hinein kommt eine etwas cremigere Mischung Cadmiumrot und zum schattigen Bereich hin etwas Alizarin-Karmesin. Um das Volumen der Früchte zu gestalten, nutze ich nicht nur die sich verändernde Farbe, sondern auch die erhöhte Pigmentkonzentration. Das heißt, je dunkler ich malen möchte, umso cremiger wird die Farbmischung, mit der ich arbeite. In den sehr schattigen Bereich der Früchte kommt auch ein wenig Ultramarinblau in die Mischung. Mit einem dunklen Grün deute ich nun noch einige Blätter an. Hier variiere ich das Green Appetite Genuine mit Ultramarinblau und mit Sienna gebrannt. Einige Spritzer mit Grün und Gelb geben wieder ein paar ganz kleine Formen hinzu. Mit einem relativ trockenen Pinsel setze ich hier noch einige Äste in die Fläche, um die einzelnen Formen noch besser miteinander zu verbinden. Ein paar Details fehlen noch, aber vorher muss ich das Blatt noch einmal trocken föhnen. Mit Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin und einer Spur Sienna gebrannt male ich jetzt den Schatten, den die größere Frucht auf den dahinterliegenden Granatapfel wirft. Nun kann ich den hellen Lichtreflex an der seitlichen Kante des vorderen Granatapfels mit dem Kunststoffpinsel herauswaschen.
Ebenso löse ich einige harte Kanten an den weißen Lichtreflexen auf. Die Schatten der beiden Früchte intensiviere ich hier noch mit ein paar Strichen Cadmiumrot und Neutraltinte. Auch hier kommt zum Schluss mein Titanweiß für einige kleine Akzente zum Einsatz. Und nun schauen wir mal, wie diese Karte im Büttenpassepartout aussieht. Ich hoffe, die beiden kleinen Kartenmotive haben euch gefallen und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Mit einem schönen Wintermotiv geht es dann am 1. Januar weiter. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, tschüss. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Nein.